Was als Drechselei von Gebrauchsgegenständen im Nebenberuf begann, entwickelte sich für viele bald zu einer neuen gewerblichen Tätigkeit. Als Spielzeugmacher und Drechsler konnte man oft einen ausreichenden Verdienst und ein stabiles Einkommen für die ganze Familie erarbeiten. Bei der Spielzeugmacherei mussten die Väter und heranwachsenden Söhne nicht mehr außer Haus arbeiten gehen und sich den Gefahren des Bergbaus aussetzen. Produziert wurde zumeist in der großen Wohn- und Arbeitsstube, wo die ganze Familie zusammen war. Großvater und Großmutter, Tante, Mutter und Vater, Söhne und Töchter, große und kleine, sie alle hatten ihre Aufgabe und trugen zum Lebensunterhalt bei. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, erzgebirgisches Spielzeug herzustellen und so auch verschiedene Spezialisten. Die bekanntesten aus dem Raum Seifen sind die Reifendreher. Ein Reifendreher braucht viel Erfahrung und ein gutes Gespür für Formen, denn er fertigt diese Ringe frei. Diese Technik wurde etwa um 1800 herum entwickelt, als effektivere Möglichkeit, kleine Tiere für verschiedene Spielzeugsortimente, auch für die beliebten Archen, zu produzieren. Erst nach dem Aufspalten sieht er, ob seine Arbeit gelungen ist. Aus solch einem in etwa 25 Minuten gedrechselten Ring entstehen je nach Größe und Art zwischen 40 und 60 Tiere. Seit 1800 wurden im Erzgebirge auch aus Masse gedrückte Spieldinge gefertigt. Etliche Handwerker im böhmischen und sächsischen Erzgebirge widmeten sich dieser besonderen Technik. Sie stellten einen Teig aus Papiermasse, Roggenmehl und Schlemmkreide her und nutzten Formen aus Holz, Gips oder Blei, um damit Figuren oder Tiere in großen Stückzahlen fertigen zu können. Das Trocknen, das Entgraten und das Bemalen folgten, bis ein sogenanntes Stegmannel fertig war. Die reine Schnitzerei ist eher für das westliche Erzgebirge typisch, aber es gab und gibt in Seifen ein paar Handwerker, die diese Technik gut beherrschen, so wie dieser hier. All diese wunderbaren Spielzeuge wurden für den Versand gut in Spanschachteln verpackt. Wie diese hergestellt werden, sehen Sie hier. Mit Hilfe von heißem Wasser werden die dünnen Spane so lange erhitzt, bis sie sich in die angedachte Form biegen lassen. Sorgfältig und mit viel Geduld wird auch hier ein kleines Meisterstück produziert.
Sind Sie, liebe Besucher, neugierig geworden? Dann besuchen Sie doch auch unser Erzgebirgisches Spielzeugmuseum in Seifen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.